Deutsch lernen durch Hören. Wir werden ein Video pro Woche auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Abonnieren Sie bitte den Kanal und klicken auch auf die Glocke, damit Sie dann automatisch benachrichtigt werden, wenn ein neues Video online ist. Hallo. Hallo Mama, ich bin so froh, dass du heute Abend auf Daniel aufpassen kannst. Felix musste spontan auf eine Veranstaltung gehen. Aber das ist doch kein Problem. Das mache ich doch gern. Ich habe ja Zeit. Okay, das Babyphone stelle ich hier auf den Tisch. Milch steht im Kühlschrank und da habe ich was zum Knabbern für dich hingestellt. In der Küche gibt's frischen Kaffee und heißes Wasser für Tee. Alles gut. Hier ist die Fernbedienung. Du kannst Fernsehen. Heute gibt's einen sehr guten Film von Til Schweiger im ersten. Oder wolltest du lieber eine DVD gucken? Nein. Mach dir keine Sorgen. Ich habe ein Buch zum Lesen mitgebracht. Okay, ich denke, Felix kommt so gegen 12 Uhr zurück. Und Mama, fahr nicht wieder bei so einem Wetter nach Hause. Wenn du willst, kannst du auch hier übernachten. Felix' Arbeitszimmer ist frei, da haben wir ein Bett reingestellt. Nein, aber trotzdem danke. Ich möchte zu deinem Vater zurück. Ich lasse ihn nicht gern länger allein. Er fühlt sich nicht gut und ist seit Tagen erkältet. Ist klar, Mama. Dann fahr vorsichtig. Und bei der Erkältung hilft Ingwer. Im Auto hätte ich noch welchen. Wenn du willst, hole ich ihn dir. Nein, danke. Ich dachte, dass es ihm vielleicht heute noch schlechter gehen würde und habe ein paar Stücke Ingwer und sogar frische Minze gekauft. Okay, dann liebe Grüße an meinen Papa und ich wünsche ihm gute Besserung. Was ist los, Nicole? Du bist die ganze Zeit in der Wohnung hin und her gerannt. Ja, ich muss noch viel erledigen, bevor wir abreisen. Was musst du eigentlich erledigen? Ich muss aufräumen, das Altpapier wegbringen, noch den Schlüssel bei einem der Nachbarn abgeben. Wem gibst du den? Du weißt doch, die Blumen auf dem Balkon müssen gegossen werden. Gestern habe ich Herrn Müller im Hausflur getroffen und ihn gefragt, ob er unsere Blumen gießen kann. Aber er ist nächste Woche auch im Urlaub. Ich frage mal gleich Familie Kaya. Reicht es aus, wenn die das etwa 2-mal in der Woche machen? Ja, das reicht. Weißt du, Nicole, wir müssen in 2 Stunden am Flughafen sein. Und du hast noch gar nicht gepackt, oder? Doch, ich habe fast alles eingepackt. Ich brauche nicht mehr lang. Und du? Bist du fertig? Fertig? Ich habe gerade erst damit angefangen. Ich muss ja ein paar E-Mails schreiben. Nicole, hast du meine Sandalen eingepackt? Natürlich, Tim. Und deine weißen Socken. Wir sind ja schließlich im Urlaub. Hast du den Regenschirm und Stadtplan eingepackt? Ja, sie sind in der Tasche, glaube ich. Ja, genau, sie sind in der Reisetasche. Sag mal, warum nehmen wir denn Badesachen nicht mit? Vielleicht gehen wir mal schwimmen. Ja, das habe ich auch schon mal gedacht. Aber wir gehen hier auch nie schwimmen. Deswegen lasse ich lieber meinen Bikini hier. Meinst du? Wir wollen doch die Stadt ansehen und in so viele Museen gehen. Dann lege ich meine Badehose wieder in den Schrank zurück. Hast du meinen Reisepass gesehen? Ist der nicht in meinem Rucksack? Ich habe die Reisepässe und die Tickets in den Rucksack gesteckt. Aber mein Pass ist nicht da. Ich weiß einfach nicht mehr, wo ich ihn hingelegt habe. Typisch. Wir sind immer spät dran. In letzter Stunde packen wir unsere Koffer. Ja, das sind wir. Wir haben aber heute auch lange geschlafen und dann noch ausgiebig gefrühstückt. Aha, schau mal, wo ich meinen Pass gefunden habe. Im Bücherregal. Ach, Mensch. Der Koffer geht nicht zu. Er ist zu voll. Warte, ich helfe dir. Ich setze mich auf ihn und dann kannst du ihn schließen. Puh, ich schaffe es nicht. Na, dann musst du halt ein paar Sachen hier lassen. Ja, ich mach das schon. Ich nehme meine Schuhe wieder heraus und packe sie in eine Plastiktüte. Weißt du, wo ich meinen Hut hingelegt habe? Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwo im Schlafzimmer. Los, jetzt beeil dich. Wir müssen noch mit dem ganzen Gepäck zur S-Bahn laufen. Ich glaube, es wäre besser, einfach ein Taxi zu rufen. Ich hoffe, da sind nicht so viele Leute am Schalter. Erinnerst du dich noch an unseren letzten Urlaub? Wir haben das Flugzeug verpasst. Ja, da bin ich aber richtig ausgerastet. Es war dann noch viel schlimmer in Jerusalem. Weißt du, wir waren vor dem Flughafen in diesem Sammeltaxi. Ja, und der betrunkene Mann hat dir einen Schlag versetzt. Nein, das war eine andere Geschichte. Wir haben mit 2 weiteren Paaren in dem Sammeltaxi gesessen und darauf gewartet, dass der Wagen losfährt. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Das war ja auch schon traurig.
Ein alter Mann hat sich mit dem Taxifahrer um den Preis gestritten und seine Frau mit dem amerikanischen Akzent ist dazugekommen und auf einmal gab es ein Handgemenge vor dem Taxi. Der Fahrer hat den alten Mann dann geschubst? Ja, das war peinlich. Gut, dann ruf doch mal ein Taxi. Hallo, ich möchte ein Taxi bestellen. Mülheimer Straße 121. Komm, wir gehen. Das Taxi kommt gleich. Sind alle Fenster zu? Keine Sorge, ich habe bereits alle Fenster geschlossen. Halt! Meine Medikamente! Thomas Müller? Guten Tag, Herr Müller. Werkstatt Heinz hier. Beck ist mein Name. Herr Müller, ich wollte Ihnen nur mitteilen, Ihr Auto ist noch nicht ganz fertig. Was? Aber es sollte doch schon gestern fertig sein. Eigentlich schon, aber wir mussten das kaputte Teil direkt beim Hersteller bestellen und es ist noch nicht angekommen. So ein Mist. Ich brauche das Auto ganz dringend. Wir wollten doch morgen früh nach Österreich fahren. Es tut mir leid, dass wir die Reparatur nicht wie geplant bis zum Wochenende erledigen konnten. Bis wann soll das Auto denn jetzt fertig sein? In 2 Tagen melden wir uns bei Ihnen. Das ist zu spät. Bis morgen Abend muss es unbedingt fertig sein. Herr Müller, wir können Ihnen für Ihren Urlaub einen günstigen Leihwagen anbieten. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich will lieber mit meinem eigenen Wagen fahren. Das tut mir leid, aber bis morgen können wir Ihren Wagen nicht reparieren. Dann informieren Sie mich unverzüglich, sobald der Wagen fertig ist. Werde ich tun. Nochmals Entschuldigung für die Umstände. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Einen Tag später. Ist zurzeit nicht persönlich erreichbar. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Besten Dank. Guten Tag, mein Name ist Schwarz von der Werkstatt Heinz. Wir haben gute Nachrichten. Sie können Ihr Auto heute ab 16 Uhr abholen. Außerdem hat der Einbau nicht so lange gedauert wie erwartet. Die Reparatur kostet insgesamt 450 €. Auf Wiederhören. Centro Park Hotel in Berlin. Müller, guten Tag. Guten Tag, Schäfer ist mein Name. Ich wollte mich erkundigen, ob Sie vom 14. bis zum 16. Oktober noch freie Zimmer und einen Konferenzraum haben. Ab 14.10. für 2 Nächte. Moment, ich sehe mal nach. Für wie viele Personen brauchen Sie Zimmer? So für 30 bis 40 Personen. Oh, tut mir leid. Da haben wir nicht so viele freie Zimmer im Haus. Das ist aber schade. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das Penta Hotel in Wilhelmsmühle. Sie sprechen mit Frau Eckelmann. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Frau Eckelmann. Hier spricht Eva Schäfer von der Firma Becker und Söhne GmbH in Berlin. Wir sind auf der Suche nach einem Raum für unsere Konferenz im Oktober. Ich habe auf Ihrer Internetseite gelesen, dass Sie auch 3 Konferenzräume haben. Ja, das ist richtig. Wir haben regelmäßig Mitarbeiterschulungen und Konferenzen in unserem Haus. Nennen Sie mir bitte den genauen Zeitraum. Die Konferenz soll vom 14.10. bis 16.10.2020 stattfinden. Da kann ich Ihnen leider nur noch den kleinen Konferenzraum anbieten. Mit wie vielen Personen kommen Sie? Bisher haben sich 30 Personen angemeldet. Es könnten allerdings noch ein paar mehr werden. Ganz genau kann ich Ihnen das erst in der nächsten Woche sagen. Unser kleiner Konferenzraum ist für 30 Personen, aber wir können noch eine Reihe Stühle aufstellen. Dann passen 40 Personen hinein. Reicht Ihnen das aus? Ja, das genügt. Wir brauchen für diesen Zeitraum für alle Personen auch Zimmer. Ist es möglich? Einen Moment bitte, da muss ich mal schauen. Wir sind ja ein großes Haus, aber... Einen Moment mal...
Also, wir haben für diese 2 Nächte nur 25 Einzelzimmer frei. Allerdings haben wir auch 10 freie Doppelzimmer. Aber das ist ja ganz normal für solche Konferenzen, Doppelzimmer zu buchen, weil diese auch preiswerter sind. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Was kosten denn die Zimmer bei Ihnen? Ein Einzelzimmer kostet 79 Euro pro Nacht, das Doppelzimmer 120 Euro. Die Preise sind mit Frühstück, richtig? Ja, selbstverständlich mit Frühstück. Und wie sind die Zimmer ausgestattet? Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer mit Dusche. In allen Zimmern befindet sich ein Fernseher, ein Telefon und wir haben kostenloses WLAN im Haus. Außerdem verfügt jedes Zimmer über einen eigenen Kühlschrank und eine Minibar. Gut, dann würde ich gern die 10 Doppelzimmer und 20 Einzelzimmer reservieren. Wenn doch noch Mitarbeiter absagen, kann ich die Zimmer dann kostenfrei stornieren? Gut, ich reserviere die Zimmer für Sie. Bis zu einer Woche vorher ist die Stornierung der Zimmer für Sie kostenfrei. Danach fallen 20% Gebühr an. Sehr gut. Was kostet uns der Konferenzraum für alle 3 Tage? Der Konferenzraum kostet 150 Euro pro Tag. Das ist inklusive Getränke, Tassen und Gläsern. Sehr gut. Gibt es in dem Raum auch einen Projektor? Wir haben einige Präsentationen vorbereitet und benötigen daher einen. Ja, dort ist ein Projektor vorhanden. Nur einen Laptop müssten Sie selbst mitbringen. Okay, das machen wir. Kann man für den Konferenzraum und die Zimmer einen Komplettpreis machen? Wir sind ja immerhin eine sehr große Gruppe. Gibt es da noch Rabatte, die Sie uns geben können? Einen kleinen Moment bitte. Das muss ich mit meiner Chefin besprechen. Kein Problem, ich warte. So, da bin ich wieder. Also, ich kann Ihnen die Hotelzimmer um 10 Euro pro Nacht vergünstigen. Außerdem kann ich Ihnen auf den Preis des Konferenzraumes 20% Rabatt geben. Das ist doch wunderbar. Vielen Dank. Sehr gern. Ich reserviere alles für Sie und sende Ihnen eine Bestätigung zu. Nennen Sie mir bitte noch Ihre E-Mail-Adresse? Ja, natürlich. Senden Sie die Bestätigung bitte an info@becker-söhne.de. Okay, Frau Schäfer. Sie erhalten in wenigen Minuten die Buchungsbestätigung von mir. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, danke. Das war alles. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gern geschehen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Das mache ich. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Das Penta Hotel in Wilhelmsmühle. Sie sprechen mit Frau Eckelmann. Guten Tag, Schäfer hier. Ich habe ein Problem. Ich habe gestern bei Ihnen Zimmer und einen Konferenzraum gebucht, aber noch keine Bestätigungsmail erhalten. Das tut mir leid. Sie haben sicher auch schon in Ihrem Spam-Ordner nachgesehen? Ja, dort ist auch keine Mail angekommen. Es tut mir leid, dass es mit der Bestätigungsmail nicht geklappt hat. Die kann ich Ihnen per Post schicken. Ja, das wäre nett. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Hallo, Edward. Martha, lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Was machst du hier? Besuchst du noch den Deutschkurs? Ja, ich habe die B2-Prüfung gemacht, aber mein Deutsch war noch nicht gut genug für den Alltag bei der Arbeit. Das habe ich vor allem bei den Gesprächen mit Kollegen gemerkt. Die haben mich am Anfang nicht gut verstanden und ich sie auch nicht. Ach, das ärgert mich immer, wenn ich daran denke. Aber so viel ich weiß, bist du mittlerweile seit 2 Jahren in diesem Kurs, oder? Nein. Ich war bis Niveau A2 in der Sprachschule CCL. Dann habe ich hier in diesen Sprachkurs gewechselt, weil ich mit den Lehrern überhaupt nicht klargekommen bin. Weißt du, ich habe auch hier die gleichen Probleme. Bei Herrn Beck lerne ich einfach nichts. Ach, das kann ich nicht glauben. Ich habe selbst auch diesen Deutschkurs besucht und dort viel gelernt. Beim Sprechen mache ich auch manchmal noch Fehler. Und ich spreche auch nicht so fließend, aber schon gut genug. Mein Kurs hat um 2 Uhr nachmittags begonnen und ich bin immer früh aufgestanden und habe bis zum Kursbeginn viel gelernt, weil ich abends in einer Kneipe als Kellnerin arbeiten musste. Sag mal, Edward, was machst du vor dem Deutschkurs? Morgens gehe ich ins Fitnessstudio und dann gibt es ein eiweißreiches Frühstück. Schau mal, ich habe jetzt voll viele Muskeln. Verstehe. Du bist ja fit. Und wie läuft es dann beim Deutschkurs? Bist du dann nicht zu müde?
Doch. Ich bin nach dem Sport schon immer sehr müde. Deswegen schlafe ich fast während des Unterrichts ein. Und nach dem Deutschkurs? Da muss ich zuerst einkaufen gehen, weil ich mein Essen nur mit frischen Zutaten koche. Zum Beispiel heute Abend zum Abendessen. Putensteak vom Grill mit Salat. Weißt du, ich brauche viel Protein für den Muskelaufbau. Aber wenn ich keine Lust zum Kochen habe, gehe ich ins Steakhouse. Nach dem Essen treffe ich mich meistens mit meinen Freunden. Dann sprechen wir über Fußball. Also verbringe ich den Abend mit ihnen. Können deine Freunde gut Deutsch sprechen? Nein, sie kommen auch aus Italien. Wir sprechen unsere eigene Sprache. Wir versuchen Deutsch zu sprechen, aber es ist uns wirklich zu anstrengend. Was ist mit den Hausaufgaben? Haha, Martha, ich bin doch kein Kind mehr. Oh Gott, ich muss ganz ehrlich sagen, dein Lehrer hat keine Schuld. Du bist faul. Ich wünsche dir mit deinen Muskeln ein schönes Leben. Tschüss. Wie bitte? Was? Martha, warte! Hallo Jan, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ja, hallo Stefan. Das ist ja eine Überraschung. Wie geht es dir? Es geht mir nicht gut. Weißt du, was mir letzte Woche passiert ist? Was denn? Ich hatte einen Unfall. Oh nein. Was ist denn passiert? Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Als ich eine Kreuzung überquerte, ist ein Auto bei Rot über die Ampel gefahren und hat mich angefahren. Und? Hast du dich verletzt? Ich war bis gestern im Krankenhaus. Ich bin mit dem Kopf gegen den Bordstein geschlagen und hatte eine Platzwunde am Kopf, die genäht werden musste. Gleich nach dem Sturz habe ich gar nicht bemerkt, dass mein Bein gebrochen war. Ich habe es erst nach der Röntgenaufnahme erfahren. Das tut mir leid, Stefan. Wie hat sich der Autofahrer verhalten? Hat er dir geholfen? Stell dir vor, der Autofahrer hat sich nicht einmal entschuldigt. Er ist einfach weitergefahren. Außerdem wurde er bislang noch nicht gefunden. Der Täter ist einfach abgehauen, ohne dir zu helfen? Das macht man doch nicht. Aber Stefan, ich bin so froh, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, es hätte auch anders enden können. Und was machst du eigentlich hier? Ich gehe zur Apotheke, hole mir meine Medikamente. Dann halte ich dich nicht länger auf. Gute Besserung wünsche ich dir. Danke. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ja, bis dann. Tschüss. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche diese Medikamente. Hier ist mein Rezept. Es ist ein Schmerzmittel, eine Salbe und ein Verband. Was ist denn passiert? Ich habe mir bei einem Fahrradunfall das Bein gebrochen. Oh, das tut mir leid. So, hier sind Ihre Medikamente und Ihr Verband. Das Schmerzmittel müssen Sie 3-mal täglich morgens, mittags und abends einnehmen. Und die Salbe müssen Sie vor dem Verbandwechsel dick auftragen. Wie oft muss ich den Verband wechseln? 1-mal täglich. Vielen Dank. Ich brauche auch noch dieses Medikament. Für meine Tochter. Das ist aber ein Antibiotikum. Das kann ich Ihnen leider nicht einfach so geben. Dafür brauchen Sie ein Rezept. Es ist verschreibungspflichtig. Ach so. Das hat meine Frau aufgeschrieben. Dann gehen wir morgen zum Arzt. Und wie teuer sind die Medikamente und der Verband? Alles zusammen kostet 29,90 €. Ich habe leider nur einen 100-Euro-Schein. Das ist kein Problem. Hier ist Ihr Rückgeld. 70,10 €. Gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo, Schwester? Wie lang soll ich denn noch klingeln? Könnten Sie bitte endlich mal kommen? Ja, da bin ich schon, Frau Weber. Wie kann ich Ihnen helfen? Schauen Sie sich das Essen bitte mal an. Ja, das ist unser Tagesgericht. Bockwurst mit Kartoffelsalat und Joghurt zum Nachtisch. Was ist damit? Das ist eine Unverschämtheit. Warum? Die Wurst sieht gut aus, nicht aufgeplatzt, rosig, wie sie sein soll. Und der Kartoffelsalat ist sogar mit Ei. Sieht gut aus? Sie wissen doch, dass ich vegan esse. Ich hatte das extra angekreuzt. Ich kann nicht einen Bissen davon essen. Nicht einen einzigen Bissen. Ja, aber die Linsensuppe gestern haben Sie doch auch gegessen. Ja, Linsen und Erbsen und alles Gemüse. Aber kein Fleisch, kein Fisch, kein Ei, keine Milch.
Ich bin total verärgert, dass Sie mir dieses Essen gebracht haben. Das ganze Zimmer riecht schon nach Wurst. Wie soll man so gesund werden? Ach, nun regen Sie sich mal nicht so auf, gute Frau. Ich öffne die Fenster, damit frische Luft in das Zimmer kommt. Und ich hole Ihnen jetzt erstmal ein Glas Wasser. Oder dürfen Sie das auch nicht trinken? Machen Sie sich jetzt über mich lustig? Bringen Sie mir auch ein Stück Brot mit, wenn es Ihnen keine große Mühe macht. Und einen Apfel. Ich will ja hier im Krankenhaus nicht verhungern. Guten Morgen, Marco. Morgen, Andrea. Huch, was ist denn hier los? Habe ich mich in der Zeit geirrt? Ich dachte, wir haben um 10 Uhr Teambesprechung. Es ist ja noch gar niemand da. Ja, die Besprechung war um 10 Uhr. Wie du siehst, ist keiner da. Die beiden Bauleiter sind auf der Baustelle. Die haben einen Termin mit dem Bauherrn. Herr Scheibe hat sich heute Morgen bei mir gemeldet. Sein Sohn ist auf dem Weg zur Schule auf dem glatten Gehweg ausgerutscht und hat sich wahrscheinlich den Arm gebrochen. Sie sind im Krankenhaus, um den Arm röntgen zu lassen. Aber er kommt dann später noch zur Arbeit. Oh je, das ist ja schrecklich. Thomas hat mir vor einer halben Stunde eine Nachricht geschickt. Er kommt später. Sein Auto ist nicht angesprungen und er wartet jetzt auf den Pannendienst. Das ist ja aber schon das 3. Mal, dass das passiert. Vielleicht sollte er seinen Wagen mal in die Werkstatt bringen und reparieren lassen. Hast du von den anderen etwas gehört? Nein, Erik habe ich gerade noch auf dem Flur gesehen. Ich dachte, er kommt auch direkt hierher. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Simone wollte nur noch schnell zur Toilette und Ufuk musste wohl ganz dringend noch eine E-Mail schicken. Die Kollegen sollten also gleich kommen. Und Miriam? Weißt du was von ihr? Miriam hat heute Urlaub. Sie kommt erst am Montag wieder. Ich glaube, sie wollte sich eine neue Küche kaufen und hat heute den Termin zur Planung. Ach ja, stimmt. Das hatte sie mir gestern noch erzählt. Dann fehlt ja nur noch Simon. Ich habe nichts von Simon gehört und ihn heute auch noch nicht gesehen. Das ist komisch. Simon ist eigentlich immer sehr zuverlässig. Gut, ich denke, ich werde das Thema der Pünktlichkeit ansprechen müssen. Ich habe genug andere Dinge auf meinem Schreibtisch zu erledigen, als hier im Besprechungsraum zu sitzen und zu warten, bis alle Kollegen den Weg hierher gefunden haben. So geht das nicht weiter. In meiner alten Firma gab es im Besprechungsraum ein Sparschwein. Jeder Kollege, der nicht pünktlich zur Besprechung gekommen ist, musste 5 € einwerfen. Am Ende jedes Monats haben wir davon Pizza für alle bestellt. Das hat sehr gut funktioniert. Das ist keine schlechte Idee. Das können wir auch machen. Jetzt ist es schon 5 Minuten nach 10. So langsam geht meine Geduld zu Ende. Soll ich einmal schauen gehen, ob ich die Kollegen finde? Das wäre sehr nett von dir. Vielen Dank. Kein Problem. Ich mache mich auf die Suche. Guten Tag, mein Name ist Nicole Müller. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Lea Forster. Ich würde gerne ein Konto bei Ihnen eröffnen. Da muss ich Sie fragen. Sind Sie denn schon volljährig? Nee, ich werde erst nächsten Monat 18. Aber ich habe gerade meinen Ausbildungsvertrag als Floristin unterschrieben. Ich musste meine Bankverbindung angeben, aber ich habe keine. Ich soll eins eröffnen. Ein Konto. Deswegen bin ich jetzt hier. Ich verstehe, Frau Forster. Leider können Sie ohne die Zustimmung Ihrer Eltern kein Konto eröffnen. Das geht erst, wenn Sie 18 sind. Da müssten Sie noch mal gemeinsam mit Ihren Eltern vorbeikommen. Aber wie soll das denn funktionieren? Meine Mutter ist jeden Tag sehr lange arbeiten. Die schafft es nicht, während ihrer Öffnungszeiten hierher zu kommen. Ich kann Ihnen ein Formular zur Kontoeröffnung geben. Und dann unterschreibt Ihre Mutter das und fügt eine Kopie Ihres Personalausweises bei. Das reicht auch aus, wenn Ihre Mutter nicht persönlich zu uns kommen kann. Die Unterschrift meiner Mutter reicht aber aus, ja? Mein Vater hat sich noch nie um mich gekümmert und ich weiß auch nicht, wo er wohnt. Wenn Ihre Mutter das alleinige Sorgerecht für Sie hat, dann ist das ausreichend. Keine Ahnung, da muss ich meine Mama fragen. In Ordnung. Hier ist das Formular. Wenn Ihre Mutter das unterschrieben hat, dann kommen Sie wieder vorbei. Wie lange dauert das denn, bis das Konto eröffnet ist? Ich fange meine Ausbildung nächste Woche an und in 4 Wochen kommt dann auch schon mein erstes Ausbildungsgehalt. Wenn wir alle Unterlagen haben, dann dauert das nur einige Minuten und das Konto steht bereit. Super, dann komme ich morgen direkt wieder. Morgen haben wir geschlossen.
Aber am Mittwoch können Sie gern direkt wieder zu mir kommen. Ich weiß dann ja bereits Bescheid. Alles klar. Dann bis Mittwoch. Hallo? Entschuldigen Sie, Ja, bitte. wir würden gerne bestellen. Wir hätten gern die Speisekarte. Gern. Hier ist die Karte. Entschuldigung, ich möchte bitte bestellen. Einen Moment, ich komme gleich. So, Sie bekommen? Ich hätte gern die Erbsensuppe mit Bockwurst und den Macaroni-Auflauf ohne Käse. Aber mit doppelt Knoblauch, bitte. Was möchten Sie trinken? Eine Bio-Limonade, bitte. Haben Sie schon gewählt? Für mich die Gemüsecremesuppe und dann die Lasagne. Einen Salat dazu? Ja, ein kleiner Salat ist gut. Und für meinen Sohn möchte ich den Rinderbraten mit Kartoffeln. Auch eine Vorspeise? Ein Salat, eine Suppe? Nein, danke. Also dann Gemüsecremesuppe und Lasagne mit kleinem Salat und für Ihren Sohn Rinderbraten mit Kartoffeln. Sonst noch einen Wunsch? Ja, gern. Ein Kölsch bitte. Einmal Erbsensuppe mit Bockwurst, einmal Macaroni-Auflauf ohne Käse mit doppelt Knoblauch für Tisch 2. Für Tisch 9 einmal Lasagne und einmal Rinderbraten mit Kartoffeln und einen kleinen Salat dazu. Wo bleiben die gerösteten Tintenfische für Tisch 4? Geht das etwas schneller, Robin? Die Gäste sind schon fast verhungert. Ich bin schon dabei. Ich kann auch nicht zaubern. Uns fehlt der Azubi. Wir sind zu wenig Leute. Ach, Tanja, kurze Info. Es gibt keine Pizza mehr. Empfiehlt stattdessen Spaghetti alla Casa. Was? Keine Pizza mehr? Wer hat denn da eingekauft? Also gut, Spaghetti alla Casa. Steffi, hast du die Bestellung für Tisch 12 fertig? Steffi, wo ist die denn schon wieder? Schon wieder draußen eine Zigarette rauchen? Steffi, wo bleibst du denn? Steffi! Schrei doch nicht so. Ich habe mich gerade umgezogen. Feierabend. Ich bin dann mal weg. Was heißt Feierabend? Bist du wahnsinnig? Das Restaurant ist voll. Wir sind nur zu dritt heute. Das ist doch nicht mein Problem. Das passiert, wenn man am Personal spart. Ich mache Schluss für heute. Auf gar keinen Fall. Du bleibst hier. Ohne dich schaffen wir das nicht. Wir brauchen dich. Nein, das geht heute nicht. Ich muss unbedingt ins Fitnessstudio. Das ist richtig wichtig. Ich bin verabredet. Ja. Und ich wäre jetzt auch lieber in der Sauna. Wir alle wären gerne woanders. Das geht jetzt aber nicht. Du kannst uns hier nicht im Stich lassen. Wenn die Gäste sauer werden, können wir unser Restaurant vergessen. Robin, ich habe seit 2 Wochen keinen freien Tag. Ich bin von 10 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts hier gewesen. Heute gehe ich pünktlich. Aber ich kann morgen wieder länger arbeiten. An deiner Stelle würde ich bleiben, Steffi. Wenn du jetzt wirklich gehst, brauchst du morgen nicht wieder herzukommen. Ich meine das ernst. Kann ich jetzt endlich die Bestellung haben? Die Gäste sind schon aufgestanden und holen sich ihre Jacken. Die gehen sonst woanders hin. Ich will aber Feierabend machen. Weißt du was, liebe Steffi? Du gehst jetzt. Räum deinen Schrank aus. Nimm all deine Sachen gleich mit. Auf solche Kollegen können wir verzichten. Tanja, wir schaffen das auch alleine. Ich helfe beim Servieren. Und morgen machen wir das Lokal erst um 16 Uhr auf und schlafen uns mal ordentlich aus. Kita Mäuseburg, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist König. Ich möchte mich gerne bei Ihnen um eine Ausbildung zur Erzieherin bewerben. Guten Tag, Frau König. Da sind Sie hier leider falsch. Eine Ausbildung zur Erzieherin findet nicht in einer Kita oder Grundschule statt. Die Ausbildung wird an einer Fachschule für Sozialpädagogik durchgeführt. Ach so, das wusste ich nicht. Also mache ich die Ausbildung an einer Fachschule und kann mich danach dann bei Ihnen bewerben? Sie können auch gern vorab schon ein Praktikum bei uns machen, um in den Beruf mal reinzuschnuppern. Außerdem gibt es im 3. Lehrjahr ein ganzjähriges Praktikum. Das können Sie auch sehr gern bei uns machen. Wir suchen immer nach neuen Mitarbeitern, da wir seit langem mit weniger Personal arbeiten. Wissen Sie, wie lange die Ausbildung dauert? Die Ausbildung dauert 3 Jahre.
Aber wie gesagt, das letzte Ausbildungsjahr findet in einer Kita statt. Vielen Dank. Wann könnte ich denn vorab ein Praktikum bei Ihnen machen? Sie können gern nächste Woche direkt anfangen. Wir haben momentan sehr viele Kinder hier und zu wenig Erzieher. Jede helfende Hand ist sehr willkommen. In Ordnung, dann komme ich am Montag. Wann soll ich da sein? Um 7 Uhr öffnen wir. Dann komme ich um 7 Uhr. Sagen Sie, was verdient man denn als Erzieherin? Bei uns hier in der Kita ist das Gehalt nach Jahren gestaffelt. Das bedeutet, dass Sie am Anfang etwa 2.000 Euro verdienen und später dann bis zu 3.500 Euro. Wenn Sie sich fortbilden, wird es noch mehr. Und während des Praktikums? Das Praktikum vorab bekommen Sie nicht bezahlt. Aber das einjährige Praktikum während der Ausbildung wird vergütet. Da bekommen Sie etwa 1.500 Euro im Monat. Haben Sie denn eventuell eine Liste von Schulen, bei denen ich diese Ausbildung machen kann? Ja, die habe ich hier im Büro. Die gebe ich Ihnen am Montag. Super. Ich freue mich schon darauf. Dann bis Montag. Bis Montag, Frau König. Deutsch lernen durch Hören.